Ein magerer Leopard lag regungslos auf der trockenen, kargen Schotterstraße inmitten der weiten, sonnenverwundeten Savanne der Masai Mara. Sein Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen, die Rippen waren unter der faltigen Haut deutlich zu erkennen, und sein Fell war in großen Büscheln ausgefallen. Ihre Augen waren weit geöffnet, aber leer, ein Spiegelbild der Erschöpfung nach tagelangem Hunger und schwerer Schwäche. Die alten Wunden am Hinterbein hatten sich aufgrund mangelnder Pflege und des Kontakts mit schmutzigem Boden infiziert. Der dünne, knöcherne Schwanz lag ausgestreckt auf dem Boden, der mit Kieselsteinen und kurzem, grünem Gras bedeckt war, durchsetzt mit Flecken trockener Erde. Sein Atem war schwach, jeder Atemzug ein verzweifelter Versuch, inmitten der rauen Natur an einem zerbrechlichen Leben festzuhalten. Da er nicht mehr stark genug ist, um zu jagen, ist der Leopard gezwungen, umherzuirren und nach Essbarem zu suchen. Der Geruch von verrottendem Fleisch an einem Stück Hirschbein, das am Straßenrand lag, weckte in ihm die letzten Überlebensinstinkte. Obwohl es die Gefahr kannte, schleppte es sich in seiner Verzweiflung zur Nahrungsquelle. Der Hunger hat die Wachsamkeit des Raubtiers, das einst die afrikanische Savanne beherrschte, außer Kraft gesetzt. Und genau in diesem Moment öffnete sich die Tür zu einer unausweichlichen Tragödie für dieses zerbrechliche Leben. Der abgemagerte Leopard biss kräftig in den verrottenden Hirschkadaver und bemerkte die Fliegen, die ihn umschwärmten, überhaupt nicht. Das rasch verwesende Fleisch wurde in einen von tagelangem Hunger ausgedörrten Rachen hinuntergeschluckt. Nur wenige Minuten später begann sein Körper unter dem grellen weißen Sonnenlicht der Steppe unkontrolliert zu zittern. Seine Atmung wurde schnell, jeder Atemzug unterbrochen, als ob ihm die Luft aus den Lungen gesaugt würde. Weißer Schaum, der aus den Mundwinkeln eines weit geöffneten Mundes austritt, deutet auf eine schwere Vergiftungsreaktion hin. Die schwachen Hinterbeine waren nicht mehr stark genug, um das Gleichgewicht des abgemagerten Körpers zu halten. Der Leopard taumelte noch ein paar Schritte, bevor er auf dem felsigen Boden zusammenbrach. Der abgemagerte Körper zuckte leicht, als sich die Giftstoffe rasch im Blutkreislauf ausbreiteten. Ihre Augen weiteten sich vor Panik und Schmerz, ein Spiegelbild der Angst vor dem unmittelbar bevorstehenden Tod. Das verrottende Stück Fleisch lag nicht weit entfernt und diente als Beweis für ihren verhängnisvollen Fehler. Da er nicht aufstehen konnte, lag der Leopard regungslos in der sengenden Hitze Afrikas. Mit jeder Minute wurde sein Atem schwächer und sein Leben zerbrechlicher denn je. Kein anderes Tier wagte es, sich dem Körper zu nähern, der leicht zuckte. Die gesamte weite Steppe war in eine unheimliche Stille gehüllt. Der Tod schien dem abgemagerten Leoparden sehr nahe zu sein. Nur ein Wunder kann dieses Leben retten. Während seiner Patrouille am Mittag entdeckte Ranger Daniel Okoro eine ungewöhnliche Form am Rande eines Feldwegs. Er gab seinem Teamkollegen Joseph Mwangi ein Zeichen, den Jeep anzuhalten, damit sie den Unfallort in Augenschein nehmen konnten. Ihnen beiden wurde schnell klar, dass es sich um einen Leoparden in kritischem Zustand handelte. Der weiße Schaum klebte noch immer um das Maul des Tieres, ein deutliches Anzeichen für eine Lebensmittelvergiftung. Sein Körper war so dünn, dass man seine Rippen deutlich unter der dünnen Haut erkennen konnte. Daniel näherte sich vorsichtig von vorn, um die Reaktion des Leoparden zu beobachten. Joseph hielt einen sicheren Abstand und bereitete die spezielle Narkoseausrüstung vor. Sie stellten schnell fest, dass der Leopard an einer schweren Lebensmittelvergiftung litt. Ohne rechtzeitiges Eingreifen hätte es nicht überlebt. Daniel ging näher heran, um nach dem schwachen Atmen zu suchen. Die Atmung ist sehr schwach, aber es gibt noch Lebenszeichen. Joseph bereitete die Anästhesiespritze mit der entsprechenden Dosierung vor. Die beiden tauschten einen kurzen Blick. Jede Handlung muss mit absoluter Präzision ausgeführt werden, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Sie wollten das Leben des Tieres nicht riskieren. Die Rettungsaktion begann offiziell in der sengenden Hitze der Prärie. Joseph injizierte dem bewusstlosen Leoparden, der am Boden lag, vorsichtig das Betäubungsmittel in die Schulter. Sein Körper reagierte aufgrund extremer Erschöpfung kaum noch. Nur wenige Sekunden später fiel der Leopard in einen tiefen Schlaf. Daniel überprüfte sorgfältig Herz- und Atemfrequenz mit Hilfe medizinischer Geräte. Sie bemerkten Anzeichen schwerer Dehydrierung. Die Körpertemperatur ist niedriger als normal.
Daniel verabreichte umgehend intravenöse Notfallflüssigkeit. Josef dokumentierte seinen Gesundheitszustand in seinem Krankenbuch. Die beiden Männer untersuchten sämtliche Wunden an seinen Beinen und seinem Bauch. Viele der Infektionen haben sich ausgebreitet. Sie legten den Leoparden auf eine spezielle Rettungstrage. Die Bewegung muss sehr sanft sein. Der Jeep wurde in die Nähe des Unfallortes entsandt. Der Leopard war sicher im hinteren Teil des Fahrzeugs befestigt. Daniel fuhr zurück zur Rangerstation der Masai Mara. Die Überlebenschancen bleiben sehr gering. In der Rangerstation wurde der Leopard sofort von den Tierärzten in Obhut genommen. Es wurde auf einem speziellen Behandlungstisch im Behandlungsraum platziert. Die Gegenmittellösung wurde kontinuierlich in den geschwächten Körper infundiert. Die infizierten Wunden wurden sorgfältig gereinigt. Die Haare fallen stellenweise aus und geben den Blick auf die darunterliegende dünne, schwache Haut frei. Der Leopard blieb stundenlang regungslos. Daniel und Josef standen draußen und schauten schweigend zu. Niemand sprach ein Wort, nur das Geräusch des Herzmonitors war zu hören. Jeder Herzschlag ist ein Hoffnungsschimmer. Der Arzt gab bekannt, dass sich der Zustand des Patienten vorübergehend stabilisiert hat. Der Kampf ums Überleben ist noch nicht vorbei. Nach mehrtägiger Behandlung begann sich der Leopard wieder zu bewegen. Seine Augen waren nicht mehr leblos wie zuvor. Es kann mit Unterstützung stehen. Das Futter wird frisch und in kleinen Portionen verfüttert. Der Körper erlangte allmählich seine Kräfte zurück. Neue Haare wachsen nach und bedecken die kahlen Hautstellen. Die Muskeln begannen sich zu festigen. Daniel und Josef überwachten seinen Genesungsprozess täglich. Sie stellten deutliche Fortschritte fest. Der Leopard besteht nicht mehr nur aus Haut und Knochen. Hoffentlich rückt der Tag der Rückkehr zur Natur näher. Der gesunde Leopard wurde in ein halbwildes Gehege gebracht. Er schritt gleichmäßig in dem geräumigen Gehege umher. Sein Körper war muskulös geworden. Ihr misstrauischer Blick war ein natürlicher Instinkt der Wildnis. Daniel und Josef standen draußen und schauten zu. Sie benötigen keine weitere Intervention. Der Leopard ist bereit, in die Wildnis zurückzukehren. Das Tor öffnete sich langsam. Es wagte sich in die Graslandschaften der Masai Mara vor. Das helle Sonnenlicht fiel auf sein gesundes Fell. Ein Leben wurde vollständig gerettet.